Der Moviepark Germany wird 30 Jahre alt. Six Flags verkauft 7 Freizeitparks und natürlich gibt es auch die üblichen Updates und News aus der Welt der Freizeitparks. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, einem neuen News-Video. Und es gibt wieder einiges, über das wir sprechen müssen. Und ihr kennt das ganze Spiel, damit das überhaupt möglich ist, haben wir Support und zwar von SBF Visa zusammen mit CW Attractions, die auch eine Neuheit aus diesem Video liefern werden. Und was liefern die? Fahrgeschäfte jeglicher Art, vom kleinen Kinderkarussell bis zum großen Thrillride, von der kleinen Kinderachterbahn bis zur großen Kinderachterbahn, Thrillride, Family, Thrill Coaster. Ihr kennt das Spiel auch wieder. Auch da werden wir in Deutschland Neuheiten dieses Jahr haben. Zum Beispiel in Hofis wird es den ersten komplett re-engineerten, nach Herzlinie geplanten Coaster von SBF Visa geben. Aber auch einiges anderes kommt dorthin oder auch in andere Parks. Da sprechen wir dann auch weiter drüber. Und das sind halt Fahrgeschäfte made in Italy und supported von Christoph Wunderlich. Das Ganze in Deutschland. Links alle in der Videobeschreibung und vielen Dank für den Support an SBF Visa und CW Attractions, um dieses Video hier überhaupt möglich zu machen. Möglich machen ist auch das Thema beim ersten Park, über den wir heute hier sprechen müssen, Pleasurewood Hills. Und die haben eine ziemlich außergewöhnliche alte Schwarzkopf-Achterbahn in ihrem Freizeitpark, die wir bei unserem Besuch nicht fahren konnten, weil es da auch schon kleine Problemchen gab. Und es gab die letzten Tage so Gerüchte, dass die Bahn, die in UK steht, für immer wegkommen sollte. Jetzt hat der Park sich aber selbst geäußert und Cannonball Express, das ist die Bahn in Pleasurewood Hills, um die es geht, wird in der Saison 2026 eine Pause einlegen und man wird alle Möglichkeiten prüfen und alles durchgehen, von wir brauchen einen neuen Zug bis wir brauchen eine neue Farbe auf den Schienen. Das wird jetzt alles in der Saison 2026 geprüft. In der Zeit bleibt die Bahn auch weiterhin geschlossen und man checkt dann, was ist sinnvoll und wirtschaftlich, um die Bahn langfristig noch lange weiter betreiben zu können. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass damit die Bahn für immer gerettet ist, sondern wenn man dann feststellt, ey, das funktioniert nicht, das bringt gar nichts, dann könnte es immer noch sein, dass Cannonball Express leider für immer uns verlassen wird. Aber das schon mal, damit ihr Bescheid wisst und nicht jetzt unbedingt wegen der Bahn den Park auf Natur einplant oder euch denkt, jo, wenn wir eh schon auf einer Tour sind, bis zur nächsten Tour, das dauert ziemlich lang und die kriegen es vielleicht doch nicht hin, dann fahren wir auf jeden Fall dahin und so weiter und so fort. Auch wenn Tourplanungen sich aktuell ein wenig schwierig darstellen können, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Für uns nicht so weit wäre die Snow World in Neuss. Das sind so 20 Minuten und da bauen sie gerade an einem Grauzonen-Count. Es wird eine neue Zipline geben. Der Park hat es ja auch die ganze Zeit so weiter erweitert und es gibt immer viele neue Sachen, die jetzt dazugekommen sind. Müssen wir uns irgendwie mal angucken. Die haben uns mal so eine Touristenmesse da gezeigt. Da sollten wir mal vorbeikommen, uns das angucken. Aber in so einem ganzen Park mit Attraktionen nicht mehr. Vielleicht war auch unser Video zu schlecht. Und es geht auch direkt weiter mit kleinen Neuheiten oder kleinen Anteaserungen. Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen in Österreich. Haben wir auch letztes Jahr viel drüber gesprochen, ist gleich auch nochmal Thema. Und es wurde ein Foto gepostet und auch gerepostet auf den Social Media Kanälen von Art Engineering. Weil sowas folgen lohnt sich auf jeden Fall. Und die Familie Grabler, die Inhaber und Betreiber vom Phantasiana sind, haben zusammen mit den beiden Geschäftsführern von Art Engineering ein Foto gepostet mit dem Titel Something New is Coming. Und da wird wohl was Neues von Art Engineering zum Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen kommen. Spannenderweise gibt es in dem Park bereits einen Wild Swing und auch einen Multi-Launch Family Coaster. Also bleibt es spannend, was da Neues auf uns zukommt von Art Engineering im Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen. Und dann kommen wir kurz mal nach Deutschland und knüpfen an die vergangenen News-Videos an und auch an den Sponsor des heutigen Videos. Und zwar kommen wir zum Rastiland. Und im letzten News-Video gab es ja so ein kleines Bilderrätsel und es war ja ein paar Pakete zu sehen und eine verpackte Kanne und da hat man auch schon am Klebeband gesehen, okay, das ist SBF Visa, die da eine neue Attraktion liefern. Das Ganze ist übrigens eine Kakaokanne und wir haben hier ein Mini-Teacup-Karussell und dieser neue Ride im Rastiland wird Tassenchaos heißen und von SBF Visa CW Attractions geliefert worden und wird dann dieses Jahr dort eröffnen. Und im Phantasiana, was wir gerade hatten, hat ja letztes Jahr auch etwas eröffnet, über das wir auch noch sprechen müssen. Wir haben im FKF Convention Video schon drüber gesprochen. FKF ist der Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark e.V. und die veranstalten jedes Jahr die Convention, also ein großes Treffen von vielen Fachleuten
Fachleuten, Nerds und einfach Freizeitbegeisterten. Und da gibt es auch noch länger schon zurück den FKF Award und die Gewinner werden immer bei der Convention bekannt gegeben. Und wir haben das, ich verlinke es euch auch gerne hier im FKF Convention Video schon erzählt, aber auch der Vollständigkeit halber hier nochmal, wer die aktuellen Gewinner des FKF Awards sind, der in 3 Kategorien vergeben wird: Mobil, Stationär und Achterbahn. Und der Glaskubus mit dem eingravierten Riesenrad geht dieses Jahr im Bereich Kirmes an Phantom von Willi Ordelmann. Dann für eine stationäre Attraktion das Ganze an Mission Bermudas im Futuroscope von Mack Rides, ein Rocking Boat, was im französischen Futuroscope eröffnet hat. Und die beste Achterbahn laut der Mitglieder des FKF e.V. ist Helios im Phantasianer Erlebnispark Straßwaldchen, auch von Mack Rides, der Big Dipper. Glückwunsch an alle Gewinner und ja, crazy Voting-Verfahren und wie das Ganze funktioniert, das erläutere ich nicht. Da sieht man ein paar Bilder nur im Convention-Video, das ist total crazy. Wenn ihr euch übrigens die ganze Zeit fragt, was habe ich für ein crazy T-Shirt hier an, es gibt bei uns im Shop bei Ride Review neuen Merch und zwar unter ridereview-shop.de findet ihr das Ganze und wir haben die ersten Lizenzprodukte in unserem Store. Ein kleines Video dazu. Dazu wird es auch noch ein ausführlicheres Video geben, aber ihr seht, es gibt Hus, Zierer und Topbox, Hersteller, Ride Review, Collab T-Shirts. Natürlich haben wir auch mit anderen gesprochen, andere haben auch Bock, andere haben auch keinen Bock und die Bock haben irgendwie ein bisschen geschlafen in den letzten Wochen und Monaten. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch Shirts mit Backpieces, Achterbahnvielfahrer und Front Row Must Buckle Up. Und sie sind da, unsere Schlüsselanhänger. Hier so eine Yumi-Silikon-Rubber mit Strukturschlüsselanhänger, die richtig cool sind. Und wir sind auch richtig cool, denn ab 2 Shirts gibt es eine Frühlingsaktion. Da ist der Schlüsselanhänger direkt on top for free dabei. Müsst ihr nicht mehr in den Warenkorb packen, außer ihr wollt mehr als einen haben. Aber ja, wenn ihr Bock habt und uns supporten wollt, checkt das Ganze aus, ridereview-shop.de. Ihr könnt alle Logos auf sämtliche Farben euch aussuchen und dann bekommt ihr das genau so. Ist doch einfach alles cool, oder? Movie Park Germany. 30 Jahre Hollywood in Germany. Und da ist einiges wieder los dieses Jahr. Und wir werden natürlich vor Ort da auch nochmal auf sämtliche Sachen eingehen. Euch mehrere Sachen im Detail zeigen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Es wird auch eine Aktion geben vor Ort. Dazu dann, wenn es soweit ist, mehr. Aber neben das, was wir so fabrizieren, was ist denn alles so geboten dieses Jahr? Es wird eine neue Paramount-Attraktion im Frühjahr eröffnen. Und zwar Journey to the Forbidden Chamber. Das Ganze soll ein realistisches Filmstudio-Erlebnis mit verschiedenen Sets, Requisiten und Show-Elementen werden. Und diese fiktive Abenteuergeschichte spielt natürlich in der Welt von Hollywood und wir sind in den Studios von Paramount Pictures in Los Angeles. Dafür ist The Lost Temple geschlossen worden und es wurde da also einiges rausgeholt. Die neue Thematisierung, die da hin und reinkommt, kommt vom P&P Projects. Die haben auch schon für die ganz Großen in der Branche gearbeitet. Die Filme, die dann zu sehen sein werden in der Attraktion, wurden bereits im November 2025 in Los Angeles bei Paramount Pictures produziert. In Kürze dann auch mehr dazu. Geplante Eröffnung ist so Mitte Mai. Aber damit natürlich nicht genug. Paw Patrol, immer noch ein Riesenthema und neue Charakter kommen nach Adventure Bay. Die Paw Patrol ist immer noch hyped, wenn man jetzt irgendwie mal durch so einen Spielzeugladen geht, da sieht man ja auch, da ist auf jeden Fall, das ist ein Thema. Und das Quartett, was sich bereits im Moviepark befindet, bestehend aus, da muss ich gucken, Chase, Marshall, Rubble und Sky, wird erweitert durch 3 weitere
Hunde. Und jetzt kommen noch Zuma, Rocky und Everest mit dazu. Wenn ihr im Thema Paw Patrol seid, wisst ihr, wer was ist. Ich glaube, Rocky war, habe ich aus der Regie gehört, der Recyclinghund. Grüße an Moritz. Die Paw Patrol wird auch nicht nur als Meet and Greet dann im Park unterwegs sein, sondern auch im Unterhaltungsprogramm mit eingebunden sein. Und damit hat der Moviepark Germany die meisten Paw Patrol Charakter in einem Park der Welt. Oder die meisten Charakter der Welt in einem Park, oder ihr wisst, was ich meine. Wenn wir schon in diesem Bereich vom Park unterwegs sind, müssen wir natürlich über das Nickelodeon Land sprechen. Und es wird eine neue Nickelodeon Street Show mit neuem Paradewagen geben, wo dann zum Beispiel SpongeBob und Patrick aus Bikini Bottom ihren Platz finden. Auch dazu dann mehr, wenn alles da irgendwie am Start ist, um das irgendwie auch euch besser zeigen zu können und besser erklären zu können. Es wird auch eine neue Filmklappe geben, denn das Maskottchen des Parks Sam bekommt weibliche Unterstützung mit Sia. Und im Park wird es nicht nur mit Sia ab Saisonbeginn bereits schon Meet and Greets geben, sondern sukzessive das Ganze dann über den ganzen Park verteilt, auch bei dem Media-Content. Aber bei 30 Jahre Moviepark Germany gibt es nicht nur neue Rides, neues Entertainment, neue Charakter, sondern man muss das Ganze ja auch feiern. Und wann nicht, wenn am 4. Juli. Da gibt es die große Feier bis spät abends und Special-Programm, Musik und reichlich Nostalgie und emotionale Elemente. So wie auch die große Movieparks Parade of Celebration mit neuen Paradewagen, die das erste Mal gezeigt werden, die mehrere Showstops einlegen, Choreografien zeigen, mit einem Weltklasse-Choreografen wird dort zusammengearbeitet. Es wird super viel Hollywood-Stimmung und Atmosphäre einfach mit reingegeben. So, und natürlich kommt die ikonische Paradenmusik von Imascore. Die neuen Wagen werden von Full Stop Productions produziert und Regie führt die Firma Kabuki und so weiter und so fort. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal einen Deep Dive mit einem eigenen Video machen, weil das ist so viel, wo man darüber sprechen kann und weil das so komplex ist und ein Thema, was wir nicht beackert haben, ist das, glaube ich, interessant genug. Und für euch heißt es jetzt spätestens abonnieren drücken. Nicht nur, dass ihr das nicht verpasst, sondern einfach, um das auch zu supporten, dass wir sowas machen können und dass sowas funktioniert. Wenn ihr am 4. Juli nicht könnt, ist schwierig, aber es gibt natürlich noch die Summer Nights 2026 und der Event Sommer ist dann in den Sommerferien und diese Summer Nights finden am 25. Juli sowie am 1., 8. und 15. August statt. Das, wie gesagt, während der Sommerferien und die Summer Nights gehen dann bis 20 Uhr. Nights. Aber neben extrem langen Öffnungszeiten gibt es Cocktails, Live-Musik und spezielle Gastronomieangebote dann an diesen Eventtagen. Und kleiner Sneak Peek, Mini-Ausblick, damit wir darüber gesprochen haben. Natürlich wird es 2026 dann auch wieder das Halloween Horror Festival geben. Und das Event, was September, Oktober und November stattfindet, wird auch dieses Jahr wieder mit einer neuen Maze beglückt. Und die neue Maze ist schon in Planung. Auch Movieparks Hollywood Christmas geht in die 4. Runde. November, Dezember, Januar kann auch der Park besucht werden. Und auch hier schreibt man weiter daran, dass das Drehbuch immer dicker wird. Auch sonst kommen wieder die typischen Events wie das Elite Cheerleading Championship nach Bottrop. Es wird den Camera Day geben, die US Car Show. Christian Fahler kommt natürlich wieder zurück. Und auch 3 neue Shows werden euch im regulären Parkbetrieb erwarten, die vom hauseigenen Entertainment-Team komplett konzipiert, geschrieben, produziert und dann aufgeführt werden. Mein Gott, was da schon wieder alles los ist. Ob das alles gekommen wäre, hätte sich damals nichts geändert und wäre heute Six Flags noch da drin, weiß ich nicht. Denn wir sind jetzt bei Six Flags und Six Flags hat ja vor einigen Jahren, vor wenigen, mit Cedar Fair fusioniert und die Six Flags Entertainment Corporation hat so ein bisschen mal geguckt, was haben wir denn die letzten Jahre vielleicht nicht so gut gemacht und haben gemerkt, wirtschaftlich sind wir schon lange nicht mehr und haben ja schon einige Fahrgeschäfte geschlossen, haben auch Six Flags America ganz schnell abgestoßen und verkauft. Und jetzt hat Six Flags weitere 7 Freizeitparks an die EPR Properties veräußert. EPR Properties ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den Entertainment-Bereich konzentrieren und unter anderem zum Beispiel 175 Kinos haben. Und die 7 Parks wechseln laut ERP Magazin für rund 285 Millionen Euro in
bar den Besitzer. Auch spannend. Die Namensrechte mit Six Flags bleiben bis 2026, also Ende 2026 bestehen. Eure Season Pässe bleiben weiterhin gültig. Dieses Multipark Season Pass bleibt weiter gültig. Haben wir ja auch in vergangenen Videos sehr oft schon gezeigt. Playlist NYC Grill Tour zeigt, wie sinnvoll und ja, geil einfach diese Jahreskarte sein kann, wenn man das macht, was wir so machen. Und Six Flags begründet diesen Verkauf, um ja weiter gegen ihre Verschuldung anzukämpfen, die Verschuldung zu verringern, aber auch gleichzeitig liquider zu sein, um zu investieren in Infrastruktur, was wichtig ist, und aber auch in neue Rides, was natürlich auch wichtig ist, um weiter marktfähig zu bleiben. Von den 7 Parks, die da jetzt verkauft wurden, waren wir in einem noch nicht. Von allen anderen findet ihr Videos hier auf dem Kanal. Wo wir nicht waren, ist Laurent in Kanada. Aber ansonsten findet ihr hier zu Michigan's Adventure in Michigan ein Video. Schlitterbahn, Waterpark, Galveston in Texas. Okay, da bin ich mir nicht sicher. Wir waren, glaube ich, in einem anderen Schlitterbahn. Six Flags Great Escape in New York. Da waren wir jetzt zuletzt erst. Six Flags St. Louis, Missouri. Da waren wir sehr oft, weil das ein sehr toller Park ist. Valley Fair in Minnesota noch und Walls of Fun in Missouri ebenfalls. Zu den ganzen Parks findet ihr Videos hier auf dem Kanal. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber und ihr dürft endlich ins Wochenende oder den Samstag starten oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Checkt auf ridereview-shop.de den feinsten neuen Swirn aus, damit ihr neu, frisch gekleidet und wirklich noch schöner, als ihr schon seid, in die Freizeitparksaison starten könnt, die ja auch mehr oder weniger bald in den Startlöchern ist. Und jeden Tag um 18:07 Uhr sehen wir uns hier wieder zu einem neuen Video auf dem Ridereview YouTube-Kanal.